Huhu, da bin ich wieder. Es ist jetzt wirklich schon eine Menge Zeit vergangen seit unserem letzten Livestream. Ich bin auch heute wahrscheinlich nicht allzu lange hier, weil ich dann irgendwann einmal relativ spontan weg muss, aber dann läutet dann entsprechend mein Handy. Aber irgendwann einmal musste ich wieder her. Musste ich wieder ein klein wenig was zocken, was jetzt vielleicht einmal für den Einstieg, sagen wir mal, gemütlich ist. Also erleben wir quasi zum zweiten Mal ein Telltale Adventure, das wir hier schon einmal gemeinsam gezockt haben, aber damals eben ohne Facecam, ohne Mikrofon, ohne quasi alles, weil ich einfach die Story erleben wollte. Jetzt ist mir wurscht, weil das zweite Mal spiele ich es nur für die Trophies. Und ich finde absolut bemerkenswert, wie schön es ist, wenn Telltale aktuell Spiele, die sie eigentlich schon mit der PS4 im Auge entwickeln, für die PS3 konvertieren, weil ich möchte nur ganz kurz darauf hinweisen, wie toll hier links die Menüpunkte zu lesen sind. Also da steht nicht nur Episodes, da gibt es dann auch noch Extras und Settings drunter, aber das ist wirklich so toll gemacht, dass man es absolut einfach überhaupt nicht lesen kann. Und das Select ganz links unten ist auch großartig. Ich bin schon wahnsinnig gespannt. Auch das wahnsinnig sauber runterkomprimiert. Bin schon echt gespannt, wie dann das komplette Spiel ausschaut, weil ich muss sagen, zuletzt habe ich jetzt wieder Tales from the Borderlands gezockt. Das war eigentlich gar nicht einmal so schlecht. Ja. Ach so, vielleicht hätte ich das Teil jetzt ein bisschen heller drehen sollen. Das wäre vielleicht nicht so schlecht gewesen. Naja. Naja, ach ja, bevor ich es übrigens ganz vergesse, sollte ich mir mal das Chatfenster organisieren. Nico, ich hoffe, ich bin jetzt gerade im richtigen Chat gelandet. Auf jeden Fall, Nico schreibt schon, ja, es ist wirklich schön, dass ich wieder mal da sein kann. Ich habe wirklich ganz ehrlich in den Sommerferien, wo es gerne einmal 30 plus Grad gehabt hat, ehrlich gesagt eher Bäder und das Freie aufgesucht und mich nicht, ehrlich gesagt, in einen kleinen heißen Raum eingesperrt. Wo noch dazu, immer mittlerweile, damit ich streamen kann, habe ich einen 55 Zoll Fernseher, eine Playstation, einen Laptop, ein Handy, ein Tablet und das Ganze heizt diesen Raum einfach wahnsinnig schnell auf und solche netten Kleinigkeiten wie Klimaanlage kann ich ja nicht montieren, weil da wird die Tonqualität schlechter und niemand von euch will die ganze Zeit im Hintergrund hören. Aber macht nichts. Bin ich halt ein bisschen kürzlich getreten, aber jetzt, wo mehr oder weniger wieder der Alltag anfängt und der Sommer vorbei ist, bin ich definitiv wieder öfter hier. Wir werden aber trotzdem relativ oft auch noch Streams von der PlayStation 3 sehen, weil da habe ich in der letzten Zeit wahnsinnig viele Spiele eingekauft, natürlich nur Trophy Games, wo ich, keine Ahnung, Murdered Soul Suspect noch einmal spielen kann oder sonst irgendwas. Einfach, um mir noch ein bisschen was zu holen. Deadnock, hello! Kennen wir uns schon oder bist du neu hier? Weil ich glaube, dein Mitnahme sagt mir jetzt einmal so auf die gar nichts. Kann aber auch sein, dass du den geändert hast. Dark Souls habe ich tatsächlich... Wie soll ich sagen? Ich habe kurz in Richtung vom Bildschirm geschrien, wie das aufgedreht war. Aber nicht bei Dark Souls direkt, sondern Bloodborne habe ich probiert zu spielen und habe es wirklich gehasst. Also zu sagen, dass ich diesem Spiel gegenüber Verachtung empfunden habe, ist einfach eine riesengroße Untertreibung, weil ich einfach der Meinung bin, ja, es darf Spiele geben, die schwieriger und herausfordernder sind, aber ich hasse es wirklich, wenn Spiele einfach nur mehr oder weniger ihren Schwierigkeitsgrad als einzige Daseinsberechtigung begründen und einfach sagen, yeah, fuck you, that's why.
Alleine diese allererste Sequenz, wo du aufwachst und ich denke, Scheiße, das ist so schön atmosphärisch, dieses Ding, wo diese Viecher so auf dich runterschauen und dann gehst du 5 Schritte und dann kommt dieser Werwolf und du denkst dir natürlich, ich relativ erfahren, was Rollenspiele betrifft, denkst du, okay, das ist dein erster Gegner, den wirst du jetzt überraschend schnell platt machen, weil das ist ja sogar bei Final Fantasy VII so gewesen, dass du irgendein riesiges Maschinenviech plötzlich vor dir hast und dann machst du Shit und dann ist weg. Kriegst dann irgendwie deine schöne Waffe und dann kannst du dich in der Welt zurechtfinden. Dieses Teil tritt dir in den Hintern. Und das Erste, was ich natürlich gemacht habe, war, dass ich mir gedacht habe, okay, irgendwas habe ich falsch gemacht. Weil dann war ich in dieser komischen Zwischendimension, denkt man, nein, da will ich aber nicht hin. Das ist sicher da habe ich sicher irgendein Blödsinn gemacht. What was that? Dreh das Spiel ab, lösche den Spielstand, start neu und ich glaube, ich habe es tatsächlich geschafft, diesen Kampf auf 5 Minuten oder irgendwie so hinauszuzögern, bis ich dann einfach irgendwann mal keine Chance gehabt habe. Bis ich dann im Internet nachgeschaut habe und herausgefunden habe, nein, du musst hier sterben. Alles klar. Und ab dem Moment war ich absolut auf die Entwickler. Das Problem ist, ich habe Bloodborne damals bekommen als Pressemuster, bevor es überhaupt released war. Also meine Version ist gar nicht nach VÖ gekommen, sondern ich glaube schon 1-2 Wochen vorher. Das heißt, es gab keine Guides, es gab niemanden irgendwie, den man sonst fragen kann. Und in irgendwelchen Foren hatte man quasi nur Kommentare von anderen Leuten von der Presse oder anderen quasi bekannten Zockern, die natürlich alle miteinander immer gemeint, nein, mir macht das viel Spaß, weil ich bin ja so gut darin und das ist super und geleckt mich total. Also nein, ich habe es gehasst und ich hätte es in dem Jahr, als es rausgekommen ist, auch definitiv auf die Liste der schlechtesten Spiele des Jahres gesetzt, weil es einfach für mich eine derartige Enttäuschung war, dass es wirklich ein Spiel ist mit einer geilen Grafik, mit einer geilen Welt, mit einer geilen Story. Ich hätte es so gern genossen. Und nur weil die Entwickler, keine Ahnung, so überheblich sind, dass sie sowas wie einen Schwierigkeitsgrad einbauen, kann ich einfach nicht. Und das finde ich extrem schade. Es spricht nichts dagegen, dass es schwierige Spiele gibt. Es gibt wahnsinnig viele, wahnsinnig schwierige Spiele. Aber ich entscheide mich zum Beispiel bei Dead Space oder Bioshock oder sonst irgendwas auch ganz gerne für den Schwierigkeitsgrad, den ich dann letztendlich wirklich spielen will. Und das ist meistens, und ich gebe es auch offen und ehrlich zu, einer der leichteren. Weil ich spiele gerne mit Story, erlebe gerne irgendeine spannende Geschichte beim Zocken. Und deswegen mag ich auch die Telltale-Sachen. Nicht nur wegen der Trophies, sondern auch, weil mir die Spiele eigentlich wirklich gefallen. Herausforderungen sind fein, wie gesagt, ich als Trophy-Hunter bin ja da eh voll dabei und suche mir immer irgendwelche Herausforderungen aus. Natürlich, wie gesagt, ich suche mir auch Telltale-Spiele aus, die jetzt vom Herausforderungslevel her eher gering sind, aber das braucht man, finde ich, auch zwischendurch. Behind you, big boy. Ja! Weil ich sagen muss, selbst bei Telltale-Spielen ist es wahrscheinlich nicht gerade optimal, nebenbei was am Handy zu machen. Stay where you are. You're under arrest. Ja. Ja. Was haben diese Entwickleroptionen? Habe ich die da noch gar nicht freigeschaltet, nicht Dodel. Muss ich mich kurz mein Handy darauf drillen, dass es sich nicht mehr abschaltet, während ich es angesteckt habe. Moment, weil ich habe mich gerade, während ich erzählt habe,
without a scratch. So far. That doesn't belong to you. I was wondering if we'd cross paths. You broke the law. Here I am. Cut the shit. The law. Don't tell me that's why you do all this. Squeeze into a suit, tie on a cape. Most people dressed up like that end up in Arkham. I do this for the thrill. I'll show you a thrill. Gotta admit it though. You give a good chase. One day you might actually catch me. Tonight. Don't you know not to corner a wild animal? It's dangerous. Then let's put you in a cage. Bring it, Bat. Ich will gleich wieder, ich glaube, ich kann gleich wieder lesen, was ihr geschrieben habt in der Zwischenzeit. Ja, die Grafik ist eigentlich schon ziemlich furchtbar. So, geschafft. Teilweise frage ich mich echt, wie die ganzen Let's Player das machen. Zocken und quatschen und dann auch noch irgendwelche anspruchsvollen Spiele spielen, weil im Endeffekt ist das, glaube ich, diesem kleinen Knöpfchen drücken relativ anstrengend. Genau, Dead Knock. Wie gesagt, nur bis zum dritten Boss habe ich es bei Bloodborne nie geschafft. Und hatte auch null Motivation, es irgendwie ansatzweise noch einmal zu probieren. Weil es einfach überhaupt keinen Spaß macht. Die Sache von Toby Hooper, dass der jetzt letztes Wochenende gestorben ist, habe ich mitgekriegt, ist natürlich sehr schade, weil es gibt einige Filme von ihm, die ich wirklich ganz gern habe. Ich mag natürlich das Texas Chainsaw Massacre, ich mag den Poltergeist. Ich habe jetzt gerade erst zum allerersten Mal den Mangler gesehen, der mir auch eigentlich ziemlich gut gefallen hat. Zum Mangler erhoffe ich, dass ich relativ bald noch schaffe, ein Review zu machen. Hätte ich eigentlich angedacht und vorbereitet, aber ich wollte heute nicht arbeiten. Eigentlich wollte ich nicht einmal reden, weil ich weiß nicht, ob man das irgendwie hört, dass meine Stimme auch wieder mal nicht ganz so da ist. Why go to all that trouble for this? Shit. Dann wollte ich zocken und dann habe ich gedacht, okay, dann kannst du den Stream auch gleich aufdrehen. Aber wie gesagt, Toby Hooper ist schade, wobei was ich persönlich noch viel schlimmer gefunden habe, ist die Tatsache, dass der Jerry Lewis gestorben ist vor ein paar Tagen, weil den habe ich nämlich richtig gern. Und die Arkham-Spiele habe ich alle gespielt, mit der Ausnahme von, warte mal, wie heißt das, was nicht von Rocksteady ist, Arkham Origins, glaube ich. Beziehungsweise auch das für die PS Vita, das Blackgate habe ich noch nicht gespielt. Aber Arkham Asylum habe ich auch gar nicht. Arkham Asylum habe ich sogar für die PS3 noch auf der Platte, weil das war irgendwann einmal PS Plus gratis, aber ich hatte mir dann irgendwann einmal überlegt, weil jetzt bevor ich anfange zu spielen, kam raus, dass eben die remasterte Version für die PS4 rauskommt, wobei soll nicht das Remaster für die PS4 schlechter sein als die PS3-Version, ich weiß es nicht, dann soll einfach ziemlich viel Aufregung geben. Arkham City habe ich auf jeden Fall durch, fand ich großartig. Arkham Knight ist absolut fantastisch. Arkham Knight werden wir sogar in den nächsten Wochen definitiv hier im Stream noch das ein oder andere Mal sehen, weil da habe ich mir irgendwann einmal den Season Pass gekauft, habe, glaube ich, noch einen kleinen Teil von den Story DLCs über und
Don't struggle or you'll fall. Habe noch ein paar von diesen Challenges offen, wo ich zumindest die Hoffnung habe, noch ein bisschen die Trophäenprozent raufzukriegen. Zu Batman wie Superman bin ich noch nicht gekommen, leider. Wird sicher noch ein bisschen dauern, bis ich mir den anschauen kann. Ja, Cut 3 Filme, meinst du jetzt von dieser Cut 3 Collection oder einfach nur generell härteres Hongkong-Kino? Weil, kannst du mir ja ein paar Titel sagen, weil vielleicht ist was dabei, was ich kenne oder was mich auch noch interessiert. Ich meine, es kommt immer drauf an. Also wenn Cut 3, da gibt es schon wahnsinnig viele interessante, spannende Geschichten, so wie Untold Story, Ebola Syndrome. Ich schaue mal einfach zu meiner Cut 3-Reihe. Red to Kill fand ich auch nicht so schlecht. Weil das Lustige ist ja, die meisten Filme aus der Cut 3-Reihe sind gar keine Cut 3 Filme. Das hat ja irgendwie offensichtlich das Label damals nicht ganz so gerafft, was Cut 3 ist und dass das mit japanischen oder koreanischen Filmen eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Guten Tag, freut mich ehrlich gesagt, dass dir die Fulci Top 10 so gut gefallen hat, dass du jetzt auch da bist. Leider allein habe ich keinen emotionalen Support vom Robert. Das Format ist leider vorbei, da kannst du wirklich nur mehr kannst du nur mehr auf die Videos zurückgreifen, die es eben schon gibt, weil wir machen einfach nichts mehr in der Richtung. Jetzt mache ich YouTube wieder allein. Robert hat ein neues Filmprojekt. Aber wie gesagt, wir treffen uns zumindest noch regelmäßig und das ist auch eine feine Sache. Jetzt muss ich nachdenken, ich glaube Audition habe ich noch nie gesehen. Ist sie der Killer, finde ich eigentlich fast ein bisschen überbewertet. Der war nicht schlecht, aber jetzt auch nicht so genial. All Night Long finde ich den zweiten, glaube ich, relativ gut. Der dritte war einfach nur Rotz. Und der erste war, glaube ich, ein bisschen fad. Ist ja ähnlich bei Guinea Pig. Da war ja auch der zweite mehr oder weniger der einzige, den man sich wirklich anschauen kann. Hi, Bruce. Well, I tee him up and he knocks him down. That's how Mr. Wayne and I do business. Thank you again. Wie gesagt, das freut mich, dass dir diese Fulci Top 10 relativ gut gefällt, weil da haben wir wirklich viel Arbeit reingesteckt. Ich meine, alleine, wie wir auf die Idee gekommen sind, dass wir das machen, dass natürlich wir beide uns alle Fulci-Filme noch einmal anschauen mussten. Alle, die ich noch nicht in der Sammlung hatte, musste ich irgendwo auftreiben. Und dann wirklich sichten, ich meine, die meisten kannte ich schon, die meisten hatte ich ja vorher schon gesehen, aber man muss trotzdem mit ein bisschen anderen Augen rangehen, wenn man sie dann wirklich rein will. Da müssen ja die Erinnerungen frisch sein. Und dann eben diese Aufteilung, dass der Robert noch wahnsinnig viel recherchiert hat und die ganzen Infos zusammengetragen hat und ich eigentlich nur daneben gesessen bin und gesagt habe, ja, finde ich geil, na, finde ich nicht so geil. War eigentlich schon relativ cool. Mein Lieblingsassassine bei Assassin's Creed. Das ist schwer. Das ist schwer, aber es ist... Ich meine, ich habe leider noch nicht... Ich habe leider... Man merkt, dass ich da eigentlich nur irgendwas tue, oder? Wir machen das jetzt irgendwie normal unterhalten und dann noch nebenbei zocken. Ich kann dann mal den Controller in der Hand halten beim Reden. Ich würde als Lieblingsassassin eigentlich den Ezio nehmen. Wobei Black Flag und Unity habe ich nie gespielt. Ezio Stories, vor allem Assassin's Creed 2, finde ich einfach nur großartig. Den dritten Teil mochte ich irgendwie gar nicht. Da ist mir das Kampfsystem so am Weg gegangen. Und eben Syndicate. Da waren die beiden eigentlich relativ cool. Ja, Voodoo, wie gesagt, wenn du gestern das Special gesehen hast, weißt du, dass wir uns da sehr, sehr einig sind. Ich liebe Voodoo. Mein erster Fulci war Nightmare Concert. Ich glaube mit
oder 13 oder irgendwie so gesehen habe. Und ich dachte damals echt, die Filme sind alles so. Und das ist dann natürlich relativ blöd, wenn du das glaubst und dir dann nachher irgendwas anschaust, zum Beispiel von Dario Argento oder so. Bist du eigentlich komplett enttäuscht, weil du dir was komplett anderes und vor allem einen komplett anderen Gorgehalt erwartest. Und da war dann aber Voodoo wirklich der einzige, der mir trotz dieser komplett unrealistischen Erwartungen gefallen hat und der aber jetzt dann immer noch überzeugen kann, einfach wegen seiner saugeilen Atmosphäre und der geilen Musik und der coolen Schauspieler. Der Film hat eigentlich so gut wie alles. Das Blob-Media-Book habe ich nicht. Habe ich damals auslassen, weil ich glaube, es war nur Blu-ray. Die 2 Mediabook mit einem Disc-Tray sah irgendwie ziemlich mau aus. Und das Coverart gefällt mir bei Blob und bei Candyman überhaupt nicht. Nein, das Batman spiele ich jetzt zum zweiten Mal. Ihr habt es schon auf der PS4 gespielt. Nur jetzt war es beim PlayStation Store ein bisschen im Angebot und deswegen haben wir gedacht, ja, wurscht, spielst du es halt noch einmal, holst dann noch einmal Trophäen ab. Und nachdem normalerweise sage ich immer, wenn ich was von Telltale spiele, dann spiele ich das ohne Facecam, dann spiele ich das ohne Chat nebenbei. Weil wie gesagt, was spiele ich jetzt? 25 Minuten? Interessant, ich habe keine 3 Wörter verstanden von dem, was die da reden. Und wenn es in einem Spiel wirklich nur um die Dialoge geht, dann macht das natürlich keinen Sinn, wenn man da nebenbei selber dazu quatscht. Conan, see you soon. After all your parents did for this city. Ja genau, die Intros, das waren immer die Babys von Robert. Die hat, ich glaube mit der Ausnahme von... Ich sage jetzt mal 1,5, hat glaube ich alle er geschrieben. Also das Einzige, was mir jetzt sofort einfällt, was ich geschrieben habe, war eine Jerry Lewis Hommage, die kam von mir. Und dann habe ich einmal eine Geschichte, glaube ich, die von ihm kam, zwar beibehalten, aber so inszeniert und so komplett umgearbeitet, dass sie dann im Endeffekt wie eine Folge 24 ausgeschaut hat. Mit Splitscreens und so weiter. Das war ziemlich cool. War eine Heidenarbeit, aber hat mir eigentlich extrem viel Spaß gemacht. Ich würde gern... Das Problem ist, wenn ich meine Trophäen herzeige auf der PlayStation 3, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, ob das an der Elgato, am Splitter oder an der Konsole liegt, schmiert man das System ab und der Stream kackt komplett weg. Aber ich schreibe dir in den Chat... ja, wurscht. Wenn du auf die Webseite gehst, du kannst auch auf psnprofiles.com gehen, wenn dir das lieber ist. Kannst meinen Gamertag eingeben und dann kommst du sofort dort auf mein Profil. Sollte eben sowohl bei PSN Trophy Leaders als auch bei PSN Profiles aktuell sein. Dann kannst du dich nämlich selber durchscrollen, kannst schauen, was da ist, kannst schauen, was mir noch fehlt. Wobei ich auch sagen muss, wenn ich jetzt 2 Regale links von mir alleine mit Spielen für sowohl PS3 als auch PS4, die noch überhaupt nicht gespielt habe. Beide Festplatten sind rappelvoll mit Spielen, also ich komme sowieso überhaupt nicht nach. Better Call Saul habe ich leider noch keine einzige Folge schauen können. Bin noch nicht dazu gekommen. Ich habe zwar die 2 Staffeln da, aber das wird nicht so. Okay, Insta, AUER ist schon draußen. AUER ist offiziell released worden am 7. Juni. Also falls du möchtest, bei Pretz-Media gibt es die DVD schon zu haben. Alles ab, ich glaube 79 € ist dort generell komplett versandkostenfrei.
Nice. Passt, Bushcraft, freut mich und vor allem würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht zwischendurch einmal wiedersehen. Einfach vorbeischauen, wenn ich live bin oder irgendwelche anderen Videos hochladen. Kannst überall immer alles fragen. Es gibt für mich kein Off-Topic oder sonst irgendwas. Also wie gesagt, ich rede beim Zocken zu 90% über Filme, von daher... Würde mich freuen, wenn du wieder da bist. Oh, GameStar, ja, dann ist da irgendwas vergessen worden zum Ändern. Nein, es ist... Carmine Falcone, thank you for welcoming me into your home. You're a respectable man, I hear. Gentlemen, perhaps we'll all be more comfortable in the parlor. Follow me, if you will. Wie gesagt, für alle, die jetzt neu da sind in meinem Stream und vielleicht im letzten Jahr noch nie was gesehen haben, es ist relativ normal, dass ich einfach einhändig spiele und nebenbei mit dem Handy da sitze und mit euch plauder. Wie gesagt, das Livestream ist für mich einfach eher nettes Geplaudere, nettes Dings, als jetzt wirklich zu schauen, dass man sich da extrem bemüht. Geht ja, genau. Ich glaube, ich arbeite jetzt gerade an der 120. wenn mich nicht alles täuscht. Aber wie gesagt, bei mir ist halt eben auch wirklich die Sache, ich liebe es, Trophäen zu sammeln. Und ich habe so viele Spiele da, die ich so gerne zocken würde. Von Dishonored 1, 2, Final Fantasy 15, Watch Dogs 2, Mirror's Edge 2, alles wirklich geile Sachen. The Witcher mit allen DLCs, wirklich Sachen, die ich lieben würde. Aber ich muss zuerst die Regale leer kriegen, ich muss zuerst die Festplatten leer kriegen und außerdem will ich eigentlich jetzt einmal relativ flott irgendwelche quasi Trophy-Games abarbeiten. Übrigens, wenn du jetzt aktualisierst, stimmt's auf PSNTL immer noch nicht. Okay, wenn du da reinschaust, bei Tales from the Borderlands auf der PS3 habe ich die Platin gestern am Abend schon geholt. Das ist nur offensichtlich noch nicht synchronisiert. Also derzeit stehe ich auf 119 und Batman wird dann quasi die 120. Bin damit Platz 70 in Österreich, Platz irgendwie 4700 weltweit. Das sind schon ganz nette Zahlen und das macht mir auch Spaß, aber wie gesagt, dafür muss man halt auch irgendwelche Kompromisse eingehen, wie dass man eben Telltales Batman zweimal durchspielt auf zwei verschiedenen Konsolen, dass man relativ viele von diesen einfachen Point-and-Click-Adventures spielt, die, seien wir uns jetzt einmal ehrlich, nicht wahnsinnig spannend sind, aber ich muss zugeben, ich habe wirklich nur angefangen, sie rein wegen der Trophies zu spielen, aber irgendwann einmal habe ich sie dann doch auch ein bisschen zu schätzen gelernt und mag sie jetzt irgendwie eigentlich ganz gerne. Aber wie gesagt, jetzt durch meine Liste aus. Ich spiele grundsätzlich alles, aber eben jetzt wirklich seit Ewigkeiten schon nur mehr leichte Sachen. Also das letzte, das ich wirklich einfach nur gespielt habe, weil ich es spielen wollte und wo mir die Trophies wurscht waren. Okay, gut, Borderlands 2 habe ich schon vor Ewigkeiten angefangen. War Battlefield 1 eigentlich. Und Uncharted 4, das war also wirklich, das war aber im Jänner. Ja.
Wie gesagt, mit Batman Arkham Knight fehlt mir auch da noch relativ viel. Will ich auch noch ein bisschen was aufholen. Ja, du wirst wahrscheinlich noch nicht so lang vor der PlayStation hocken, beziehungsweise macht es natürlich auch... Was? Da habe ich ja überhaupt noch nichts gemacht bei den Batman DLCs. Okay, spannend. Und natürlich, wie gesagt, wenn du wirklich auf Platin-Trophies gehst, dann kannst du sehr schnell sehr viele haben. Weil du in Wirklichkeit brauchst du nur durch meine Liste durchschauen. Da kannst du 80% auch ganz locker machen. Und Lost Planet 3 sagt mir gar nichts. Nein, vom Titel her, ich glaube mich erinnern zu können, dass es irgendwie so eine 300-Stunden-Platin ist, weswegen das Teil bei mir dann einmal relativ flott nie irgendwo aufgetaucht ist auf irgendeiner Wunschliste. Von der Größe her, ich bin glaube ich 1,74. Aber es ist wirklich interessant, weil egal mit welchen Leuten ich unterwegs bin, ich meine, der Robert ist ein bisschen kleiner als ich, aber okay, gut, 60 Stunden ist auch eine Zeit, in der hole ich mir manchmal 20 Platins. Ja, wie gesagt, die Spiele, die ich spiele, man sieht es ja auch, übrigens GTA, falls du dich wirklich interessierst für einfache Trophy-Games, bräuchtest du nur auf meinem Kanal schauen. Ich habe zu einigen Spielen wirklich komplette, fixfertige 100% Trophy-Walkthroughs, wo du einfach nur Spiel kaufen, mir nachrennen und teilweise nach 1,5 Stunden die Platin abgreifen. So, hat irgendjemand von euch aufgepasst, was ich jetzt tun soll? Ach ja, hier. Nearly fell off a building for this. And in other news, we are now on day 3 of the factory fire that will not end. Crews have given up trying to combat the blaze at the Otisburg processing center, owned by Ace Chemical. Still no word on what started the fire, but whatever's burning in there has resisted everything the fire department has thrown at it. They're recommending people avoid the area. Bist du deppert, die Grafik ist so mies, ist sie überhaupt nichts. Pflanzen vs. Zombies ist, glaube ich, keine schlechte Platin. Auf die kannst wirklich stolz sein. Die, auf die ich zum Beispiel am meisten stolz bin, ist meine von Borderlands 1. Das war wahnsinnig viel Arbeit, da habe ich echt viel Zeit und eigentlich auch Skill investieren müssen, dass ich die gekriegt habe. Auch Uncharted 4 ist nicht schlecht, wobei ich zugeben muss, bei Crushing habe ich mich einen Trick bedient. In a dark, damp cave. Ups. In front of a computer. Well, then you won't mind if I skip cleaning the rest. The dusting is murder. Ui, nein, Rick Grimes ist jetzt frisurtechnisch nicht unbedingt ein großes Vorbild von mir, muss ich sagen. What are we looking at? Let me try a different angle. Natürlich kann man sich bei AAA-Titeln dann erwarten, dass man auch ein bisschen mehr Spielzeit hat. Wobei natürlich die Frage ist, ciao, ich habe wesentlich lieber Spiele, die kurz und knackig sind, als welche, die einfach nur deppert in die Länge gezogen sind. Weil, wie gesagt, ich habe auf Watch Dogs, also auf dem ersten Watch Dogs, habe ich, glaube ich, 40 Stunden drauf. Und habe, glaube ich, 32% von den Trophäen. Warum? Ich habe die komplette Story durchgespielt, natürlich, weil ich spiele Story, macht Spaß. Ich habe keinen Multiplayer gespielt, den hätte ich nur dann gespielt,
wenn das letzte wäre, was mir für die Platin gefehlt hat. Ich habe auch nicht alle Collectibles, weil ich hasse Collectibles und auch das ist immer nur das letzte, was ich mache. Und bei den Nebenmissionen war es einfach so, okay, da gibt es diese eine Nebenmission, wo du einen Konvoi stoppen musst. Ja, macht Spaß. Okay, ich muss das noch 39 Mal machen. For the record, your father despised men like Falcone, thought they ruined Gotham's stellar reputation. Also, bei Watch Dogs 1 habe ich wirklich so ziemlich alles irgendwie angefangen, aber nie fertig gemacht. Das, ja, kann ich vielleicht auch noch irgendwann einmal was herausholen. Aber wenn ich lese, fahre 242 Punkte an, bleibe stehen, drücke X und verschwende so einen Nachmittag deines Lebens für eine einzige wertvolle, gottverdammte Bronze-Trophäe. Sag ich diesen hier, weil in der Zeit habe ich mir ganz einfach 2 Platins geholt von den richtigen Spielen. Ja, was soll ich machen? Cat Burglar sollte ich. Founder. Not much to find, apparently. Few burglaries, break-ins. Eben, Witcher geht sie mit 60 Stunden nicht ganz aus. Nein, das glaube ich auch nicht. Würde ich aber eben wahnsinnig gern. Ich würde auch gern Final Fantasy 15 oder Final Fantasy 12, was komischerweise das einzige ist, was ich zwar seit Ewigkeiten habe für die PS2, aber nie gespielt habe. Und ich liebe die Reihe. Ja, wie gesagt, ich muss mir jetzt sowieso... bin gleich wieder da. Miss Vale noticed your injuries, so did Mr. Dent. If they put it together with the incident at the mayor's office, it would undo all the long nights and close calls we've endured to get here. You're in the spotlight more than ever. You have to be careful. I have a job to do, okay? A responsibility to this city. You know why I do this. For the car, I presume. Well, the car helps. Oh yes, you drive that thing like a bat out of hell. Old men worry, that's all. It's our gift and our curse. One more worry for the list. Ich habe da so viel Zeug liegen, ich kann nicht einmal mehr irgendwas hinlegen. Wie gesagt, das Problem ist, ich habe so viele Spiele noch, die quasi Simple Trophy Games sind, die ich zocken will. Und das Problem ist, das, was ich euch jetzt zeigen kann, sind ja nur die Sachen, die ich wirklich Physical Media on Disc habe. Ich habe noch ungefähr 30. So wie zum Beispiel Dead Synchronicity, auf das ich mich sogar extrem freue, weil das Spiel schaut urgeil aus. Oder Oxenfree. Sieht auch saugeil aus und interessiert mich total. Das sind halt die ersten Spiele, die ich spiele, weil da weiß ich, ein paar Stündchen Platin deinstallieren, wieder schauen. Und dann werden wir irgendwann einmal ein kleines Special hier haben auf YouTube, quasi Film License Crap Games. Wir spielen dann Monster vs. Aliens, Oben, die Legende der Wächter, Iron Sky, Rango, außerdem Iron Man 2 habe ich noch da, dann habe ich sogar noch 2 Wonderbook Games. Wonderbook Games! What the hell? Und ja, das ist ein Spiel, in dem Kinder was über Dinosaurier erfahren sollen. Ja, ich habe das. Aber gut, ich habe auch beide Teile von den Pojos gespielt. Das da wäre ein PlayStation 3 Spiel für Vorschulkinder, um Farben und den Zahlenraum 10 kennenzulernen. Ja, es gab Trophäen. Und, worauf ich mich aber schon wirklich freue, was ich unbedingt mit euch dann allen gemeinsam zocken will im Livestream. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Ride to Hell
Retribution soll angeblich das schlechteste PS3-Spiel aller Zeiten sein. Nach dem, was ich bis jetzt schon teilweise auf der Konsole gezockt habe, ist das eigentlich wirklich relativ wild. Diese Behauptung. Great. There's Ja. the statue, but Ja, genau. no Oz. Also Minecraft Story Mode schaffst du locker. Bei Minecraft pass nur bitte auf, es gibt... warte mal, wo ist denn der Typ? Ich weiß, dass ich jetzt da den einen Kerl treffen sollte. Kommt der, wenn ich mit dem Smoking Man rede? Oh, da muss ich aber hin. Naja. Minecraft Story Mode, schau nur vor, da habe ich auch auf meinem Kanal 2 Trophy Guides für dich, weil grundsätzlich... okay, das verrätst du mir. So. Okay, dann muss ich die Figur untersuchen. Irgendwas muss ich auf jeden Fall da machen, dass der Typ kommt. Weil Minecraft ist das einzige Telltale-Spiel, wo nur einfach durch die Story gehen nicht ausreicht für die Platte. Watch Ja, genau, wallet jetzt kommt er. cash. But this goes through you. Da musst du in der ersten und in der, glaube ich, dritten Episode noch irgendeine Kleinigkeit machen und ein Teil von der zweiten Episode muss blöderweise sogar zweimal spielen. Das ist eher zart. Aber 4 bis 8 sind dann entspannend, genauso wie jetzt, keine Ahnung, You see, that's where you're mistaken. My old mate and I have some catching up to do. The moment! Come here. Think that'll do? Stay down! Du kannst das alleine hier ganz gut. This used to be a nice place. No lives like you don't belong. Au! This is my park! Mine! You hear that? Oh, hey Bruce. You've got a little, there. Good as new. Woo! That was a right little scrap, eh? Nothing kickstarts the system like a dash of adrenaline, eh? Hey, I could have handled that myself. You mean a knife handle in the back? Because that's what would have happened, mate. No offense. Yeah, right. Ja, genau. Genau, es ist wirklich nicht schwierig, aber man darf es halt nicht vergessen, weil sonst muss man... Okay. Sonst muss man einen Teil von einer Episode nachher noch einmal spielen. Ist auch ein großes Problem. Und Game of Thrones schafft auch noch sicher dieses Monat, weil das ist auch... Ich meine, das einzige quasi Problem von den Telltale-Spielen ist, dass du schon 8 bis 10 Stunden brauchst für eine Platte, weil es einfach 5 Episoden sind und die dauern jeweils ungefähr 1,5 bis 2 Stunden. Das ist schon... Das ist schon länger, aber... It's better off bulldozed. This park still matters to me, Bruce. It's all my folks left behind. Wie gesagt, da gibt es noch schnellere Sachen. This city chews right through people. Aber Gamester, wie du sagst, irgendeine Form von Spaß muss man schon haben, wenn man... auch wenn man nur Platin-Grinds macht, wobei ich dazu sagen muss, es ist auch bei solchen Spielen zum Beispiel teilweise einfach so, dass man nebenbei einen Film anschaut. Oder mit euch im Livestream chatten. Und auch das macht dann natürlich Spaß, weil wie gesagt, welches Spiel da jetzt neben mir rennt, ist mir komplett wurscht. Well, that's just the way it goes sometimes. It's out of our control. Nein, heute kriege ich das sicher nicht auf Platin, weil mein Bruder hat gesagt, dass er irgendwann einmal auf Besuch kommt. Das heißt, ich muss immer mit einem halben Ohr quasi hinhören, ob unten schon die Tür aufgeht. Und wenn dem so ist, bin ich da raus. Das passiert wahrscheinlich in einer halben Stunde. Also ich wäre wahrscheinlich nicht einmal
die erste Folge von Batman fertig schaffen heute. Aber wie gesagt, irgendwann einmal komme ich wieder und dann mache ich den nächsten Episoden. Es ist in dem Fall so wurscht und wie gesagt, wenn ich zwischendurch einmal ohne Stream weiterspiele, wird das in dem Fall auch niemanden stören, dass es da irgendeine Lücke gibt, weil ich hab's ja sogar schon einmal gelet's played, so ist es ja nicht. Und ich mag das eben einfach nur wirklich nebenbei komplett fernab von irgendwelchen Themenvorgaben oder sonst irgendwas einfach zu plaudern. Und mich und hoffentlich euch auch ein bisschen zu unterhalten damit. Nein. Walking Dead ist genau dasselbe. Du musst nur aufpassen, Walking Dead 2 hat keine Platin. Das ist nur eine normale 100%-Liste. Und bei Walking Dead hast du beim DLC eine Trophy, die ein bisschen Glückssache ist. Da spielst du eine Partie Schere, Stein, Papier und das musst du quasi gewinnen für eine Trophy. Aber da kannst du irgendwie vorher, wenn du verlieren solltest, ganz schnell das Spiel einfach beenden mittels PlayStation-Knopf, und dann kannst du es quasi noch einmal probieren, ohne dass die komplette Episode neu startet. Also eher ein bisschen eine billige Version, aber ganz ehrlich, wer so eine Dreckstrophäe macht, hat es nicht anders verdient. Grundsätzlich sind die Telltale-Spiele alle leicht und alle leibend. Also wie gesagt, ich mochte das Batman, Game of Thrones war ein bisschen fad, muss man sagen. Minecraft fand ich auch ein bisschen fad, aber Walking Dead 1, 2, New Frontier und Michonne waren alle gut. Oh, da gibt schon viel. The Wolf Among Us finde ich großartig. Vielleicht sogar fast eines ihrer besten. Und Tales from the Borderlands ist sowieso absolut grandios. Mr. Wayne, over here, right here. This way. Bruce. Genau, und wie gesagt, GTA, wenn es dir dann wirklich nur um die Trophies geht, die ersten 2 Staffeln von Walking Dead und The Wolf Among Us kannst du auf der PS3, PS4 und PS Vita spielen und dass du von jedem Spiel 3 Platins abholen. Du musst das halt nur blöderweise wirklich 3-mal spielen. Aber zumindest, kleiner Pro-Tipp, spielst zuerst auf einer Konsole total gechillt, so wie du es gerne spielen möchtest, genieße das Spiel. Bei Wolf Among Us unbedingt aufpassen, da gibt es Collectibles, die teilweise zum Verpassen sind und wo du teilweise auch irgendwelche Kleinigkeiten doppelt spielen musst. Da gibt es aber Guides im Internet. Und spielst du erst einmal und dann kannst du es theoretisch auf 2 Systemen gleichzeitig spielen. Wow. Und nebenbei kannst du telefonieren oder dir sogar noch einen Film anschauen, es kann dir eh wurscht sein. Nein, das Michonne hat mir gut gefallen. Wobei man auch sagen muss, es hat relativ flott abgebaut. Die erste Episode war auf jeden Fall saugeil. Und dann war es nicht mehr so leid. Was a hero who stood up to oppression and defended the people from injustice, no matter the cost. That night, my parents paid the ultimate cost defending me from a man who needed the kind of help this new facility will provide. My parents were heroes that night, and we can all learn from their sacrifice. Today, on the anniversary of that fateful night, we dedicate this facility to Thomas and Martha Wayne
and usher in a new era of healing for Gotham. I'm, sure you all have plenty of questions about the new hospital, so let's open it up. You first, Miss Vale. Thank you. With the opening of this new hospital, what does this mean for Arkham Asylum? What happens to the old building? I say we leave the asylum standing, as a reminder that we can do better. This time, we won't fail those who need us most. All right, who's up next? You there. Mr. Wayne, Julia Remark of the Tribune. My sources say you welcomed alleged mob boss Carmine Falcone into your home. You even spoke with him behind closed doors. Harvey is the one who invited him. Bruce? Personally, I would never welcome that man. Ja, wie gesagt, die Sammelsachen mag ich überhaupt nicht, aber für mich Pflanzen vs. Zombies ist ja ein Multiplayer-Game. Und ich bin grundsätzlich Singleplayer. But Mr. Wayne, this morning the Globe received evidence of an offshore bank account managed by Carmine Falcone and your father, Thomas Wayne. What exactly are you implying? Transactions connected to organized crime, going back years, and continuing to this day. The paper trail ties your family directly to the mob. Care to comment? And did anyone else receive this evidence? The Globe, the Gazette, we all did. Mr. Wayne, is all your money dirty? Is the Wayne family legacy built on lies? Did you know about this, Bruce? How long has your family been dealing with Falcone? Could the allegations be true? What aren't you telling us? Does the mob sign Wayne Enterprises paychecks? All right, this press conference is over. Mr. Wayne! How long has your family been dealing with Falcone? Could the allegations be true? Did you know about this, Bruce? What aren't you telling us? I'm sorry about this, Bruce. Where the hell it's coming from? Damage control's my territory. We'll talk later. Everyone, please settle down. I'll be fielding your questions from here on out. Please, let's try to keep this civilized. Bruce, I've been trying to reach you. The police are inside the manor. Was? Ich tue gerade nebenbei ein bisschen DVDs shoppen bei Medimobs, ein bisschen was Gebrauchtes und schaue gerade durch die Kategorie Horror-DVDs. Und in der Kategorie Horror-DVDs taucht tatsächlich auf I-Döner V1.0. Ja, vielleicht ist es ein Horrorfilm, wenn man Händel ist. Just doing your job, Lieutenant. Trying to. It's hard to be a cop in this Also city. GTA 5 Platin ist ein Wahnsinn. Da kannst echt stolz sein drauf. Alfred, keep an eye on them. Make sure they only take what they have to. Of course, sir. I meant what I said about not personal. We only want files related to Wayne Enterprises. The warrant covers your place, pardon me, places of residence, and any companies you own. Who authorized this? I know you and the DA are buddy-buddy, but this one came from the top. It's a valid warrant. I gotta serve it. Mayor Hill signed off on this himself. As long as he's mayor, he calls the shots. Okay, so you just do whatever Mayor Hill says. Hill and we have a vested interest to keep things professional. For Gotham's sake. Doesn't mean I like the words whistling through his windpipes. I don't know how your neck ended up on Mayor Hill's shopping block, but here we are. Hill knows if I go down, Ich habe Harvey's jetzt campaign goes eine down. Weile keine Streams gemacht, weil es mir einfach zu heiß war, um daheim herumzusetzen und sich von der Elektronik aufheizen zu lassen. Aber grundsätzlich mache ich das mehrmals in der Woche.
Und ich glaube, mein längster Livestream habe ich damals Call of Duty Black Ops 3 in einem Aufwasch durchgespielt, glaube ich, 9,5 Stunden lang oder so, bis leider habe ich manchmal ein bisschen Probleme mit dem Internet und dann brechen die Streams ab. In dem Fall bin ich aber dann meistens 5 Minuten später schon wieder online. Aber das ist mir am Wecker gegangen, weil ich wollte einen kompletten Livestream, ein Video mit der ganzen Story von dem ganzen Spiel haben. Und genau in der Hälfte vom letzten Level bricht es dann ab. Das hat mir ziemlich geärgert. Aber wie gesagt, kannst schauen, ich meine natürlich sich alte Livestreams anschauen, ist eher zart, aber du kannst zumindest in die quasi Zocki zockt Playlist reingehen und schauen, was ich da in den vergangenen Monaten gemacht habe, dass du ein bisschen einen Einblick verschaffst. Es sind halt wirklich, es ist nicht so, dass ich mich da jetzt da wahnsinnig bemühe, wie irgendwelche bekannten Streamer, dass es immer besondere Spiele, aktuelle Spiele oder sonst irgendwas sein müssen. Nein, ich spiele einfach genau das, was ich gerade in der Playstation habe. Egal was das ist, egal wie alt das ist, egal ob es die die PS3 oder PS4 ist mir sogar auch komplett wurscht. A scandal surrounding a beloved family like yours captures the public's attention. I can help you get the right kind of attention. Through my connections at the Gazette, I have all kinds of access. Ich muss zugeben, ich finde Leute wie Hakum absolut bewundernswert. Das ist, mein Leben wird der Typ keines haben. Das kann man jetzt doch vollkommen wertfrei sagen. Aber er hat trotzdem etwas geschafft, was eigentlich unfasslich ist. Lustigerweise haben wir genau gerade gestern seine Trophy-List angeschaut. Und man muss echt sagen, das ist nicht einfach nur ein Volltrottel, der, so wie ich, die billigsten Platins abgreift. Der hat gamertechnisch auch sicher massig was drauf. Weil You're a kingmaker, Mr. Wayne. And Harvey Dent is Gotham's knight in shining armor just waiting for the crown. You're the das first muss man echt sagen, der hat da Platins und haut die raus von Wahnsinnsspielen. Und teilweise, komischerweise, hat er dann auch bei totalen einfachen Spielen abbrochen nach kurzer Zeit. Das weiß ich überhaupt nicht warum. Es gibt Spiele, da habe ich Platin und da hat er 20%. On the record then. Whenever you're ready. Whoever fabricated these lies about my family, they will get what they deserve. Understood? That's exactly what the people of Gotham need to hear. You're gonna beat this, Bruce. The Waynes always come out on top. Goodbye, Miss Vale. I hate to admit it, but everyone smells smoke. A fire is heading this way. Batman has made plenty of enemies, but my family? We've done nothing but support Gotham, even in its darkest days. Ja. All this on the anniversary. Und wie gesagt, teilweise nicht nur jeden zweiten Tag, teilweise macht er auch 2 Platins am selben Tag, was ich teilweise recht interessant finde. Wie gesagt, der spielt natürlich auch das ganze einfache Zeug, aber kriegt auch von einigen relativ anspruchsvollen Sachen die Platins und das ist schon bewundernswert. Servus! A warrant? What the hell's going on? Wait, does this have to do with what the reporters were talking about this morning? That press conference turned into a bloodbath. You tell me. Shh, come on, keep it down. Let's avoid making another scene, shall we? The press is already up my ass as it is.
Mayor Hill authorized this? Yeah. Then the cops raid my house, taking everything related to Wayne Enterprises. Computers, hard drives, files. Oh, son of a bitch. You're the goddamn DA, aren't Ja, I didn't und know Infamous about Second this, Son I ist ein swear. saugeiles Spiel. Hill totally blindsided me on this one. God damn it. Das war das allererste, was ich You owe mit der me an PS4 gespielt explanation. habe und auch I will meine get you allererste one, PS4 straight from Platin. Mayor Hill's mouth. Und jetzt übrigens, glaube ich, ist noch ist Life is Strange noch im Just to PSN. tangle you up in some frivolous investigation? Weil das ist auch brutal einfach und eine super Story und ein geiles Game. Do you think Falcone could be behind it? He didn't seem too thrilled after the fundraiser. Oh, God, what a mess. Bruce, I wish I could just make this go away, but I'm not sure if I can. Wie gesagt, if I get in the way of this investigation, Hill would be able to spin it as a Infamous conflict of 2 habe ich interest. zum Beispiel auch noch nie gespielt. That Das wouldn't be steht auch good noch for auf meiner either of Liste. us. It would jeopardize the entire campaign. We need to fight back. Hill cannot get away with this. It may not be a war we can win. The city will be behind you, Harvey, just like I am. There you are. Hey, you? Sorry. I got a habit of being late. No, just glad you made it. You didn't tell me you were bringing a friend to dinner. This is Selena. I hope I'm not interrupting anything. Just election nonsense. I'm Bruce Wayne. So you are. Pleasure to meet you, Miss... Ich rieche eine Party. It's a strong grip you've got there. Don't worry. I'm not gonna fall. Oh, right. Sorry. Selena's new to town. I've been showing her around Gotham, introducing her to people. You're an excellent tour guide, Harv. Well, if I lose the election, I guess I can drive one of those double-decker tour buses around town. So, Miss Kyle, what brings you to Gotham? Business. Well, let's just hope she stays after what happened last night. Dann gratuliere ich dir aber trotzdem jetzt nicht, weil das darf man einfach nicht im Vorhinein. Aber ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, eine wunderschöne Party. Ich gehe jetzt einmal davon aus, ich habe keine Ahnung, ob ich morgen streamen werde. Ich glaube aber auch eher nicht und vor allem, wenn ich es tun würde, wärst du sicher nicht dabei. Also in dem Sinne mache ich quasi die näherste Annäherung an die Geburtstagsgratulation, ohne das Wort wirklich auszusprechen, um eben nicht irgendwie Bad Karma zu bringen. Es ist eigentlich Bullshit. Alles Gute. Ganz ehrlich, ich glaube weder an Karma noch an sonstige Sachen. Something like that. At least I'm not the only one who's taken a beating. That press conference? Oof. We've got it under control. Do you? Oh fuck yeah. I'll handle GTA, also South Park ist Someone at my office has to know mein what's going Spiel on. des Jahres. Ich bin mir dazu 99% sicher. Ich hab's auf der Gamescom jetzt noch einmal antesten können. Jetzt habe ich schon insgesamt 2 Demos davon gespielt, habe beide brutalstens abgefeiert. Ich liebe das erste Spiel. Und Gimme Sugar. Weil ganz ehrlich, ich hab mir natürlich die Collectors Edition vorbestellt, das heißt, ich krieg das erste auch noch einmal. Und ich meine, auch wenn das keine, ich meine, schon eine leichte Platin war, aber eine sehr langwierige Platin, wegen den ganzen depperten, unnötigen, bescheuerten Collectibles. Wouldn't Harvey be surprised? Not to mention, everyone in this cafe. You going to play nice this time? Well, it depends on you. Don't worry. I'm not gonna expose you. Yet. I'm curious about something, though. I do what I do for money, but you're... Bruce Wayne. What's your excuse? I have to. But you... Someone has to be the good guy. I suppose you think that makes me a bad girl? Well, aren't you?
You have something that belongs to me. I want it back. This is awkward for me. I'm used to robbing people, not the one being robbed. Nein, Uncharted Lost Legacy. Wie gesagt, ich habe vorher, bevor du gekommen bist, schon ein bisschen was aufgezählt und ein bisschen was erzählt über einfach nur die Spiele, die absolut in meinem Regal neben der PlayStation stehen oder sogar noch auf der Festplatte installiert sind, die ich überhaupt einmal wegzocken muss. Und ich verwende wirklich den Begriff wegzocken. Ciao GTA, würde mich freuen, wenn wir uns wieder einmal sehen. Wäre cool. Und daher kaufe ich momentan wirklich nur Sachen, die ich einerseits absolut günstig kriege, die irgendwo im Store oder sonst wo im Angebot sind. Und alle Vollpreisspiele oder so, ich gebe mir ganz ehrlich auf bis Weihnachten. Zu Weihnachten kriege ich... You're just going to have to trust me. I don't do trust. Kriege ich Uncharted wahrscheinlich um einen 20er. Und jetzt könnte ich es teurer kaufen und wahrscheinlich vor Weihnachten trotzdem nicht spielen. Ja, natürlich. 15 minutes ago. Natürlich ist auch Saints Row noch offen. Das steht auch jetzt gar nicht so weit oben auf der Liste, aus dem rein taktischen Grund, dass das Spiel auf der PS4 nicht wahnsinnig viel Speicherplatz verbraucht und ich es demnach länger drauf lassen kann. Da gibt es andere Spiele, so wie Arkham Knight, die man zum Beispiel 75 GB auf der Festplatte wegfressen, die ich einfach killen muss. Yeah, Bruce, stay for a drink? Weil ich sonst nichts Neues mehr installieren kann. Wenn jetzt das South Park Spiel kommt, habe ich das Problem, dass ich es nicht installieren kann. Alfred, I'm at the warehouse. No sign of Catwoman's contact. It's quiet. The sound of an ambush. Stay on guard. Geil, jetzt muss ich was arbeiten. This wasn't a handoff. It was a massacre. How many? Ja, aber ich finde wirklich, dass der Batman in dem Spiel echt geil dargestellt wird. Who could have done such a thing? That's what I'm gonna find out. Yes. Eastside Docks, Warehouse 133. Analyzing. It's a volatile chemical. Potential psychoactive nerve agent. Vile stuff. Be very, very careful with that. Who knows what effect it may have. Have the computer catalog the compound for further analysis. As you wish. Nothing left to bury. Exploded did so with enough force to obliterate the person standing next to it. But the chemicals themselves were inert, non-explosive. Well, it appears to have made a pretty big boom. I'll see what I can piece back together. I've seen these outfits before.
Same mercs that broke into City Hall. The canister exploded, sending shrapnel right through the container door. Deadpool-Outfit holen, wenn ich wieder Kohle habe. Jetzt, na wie gesagt, wenn, dann darf das natürlich kein billiger Dreck sein, sondern dann muss das wirklich was Hochwertiges sein. Da erwarte man teilweise schon wirklich das Originalkostüm aus dem Film. A normal bullet couldn't have caused that explosion. Doesn't appear normal. The point of entry is melted. Das wird man nicht so günstig kriegen. Canisters were stored here. Canisters of what? The scrap of metal is from the exploded canister. But I need to know what caused the explosion. White Rose. Falcone's calling card. He's been busy as of late. Send the drones hunting. I want to know his every move. Good thinking, sir. Ja, nein, das geht gar nicht. Wie gesagt, wenn so ein Lederteil muss schon sein. No. That bad? Face slashed, throat torn open. So, not natural causes then. Skyline Club. This man's been badly burned. The damage seems to originate from inside his skull. What did this? Sensors say it's an incendiary round. Phosphorus residue. This could have superheated the contents of the canister, causing the aforementioned boom. Blood, broken nails, bits of human flesh. Shredded this merc to pieces, barehanded. Ja, das stimmt natürlich auch. Wobei, also da muss ich jetzt dann echt sagen, ein maßgeschneidertes Lederkostüm von Deadpool wäre ich nicht kriegen können. Das wäre man nicht leisten können.
don't think so. No proof. Find a connection. The bullet that killed the cop is the same type that blew up the canister. Well, I'm sure they didn't find that at the local gun store. It appears military. Something was here when the explosion occurred. Someone drove off after the explosion. Have you put it? Yes. Falcone leaving his rose here. This is a message. Dead cops, stolen chemicals. He's making a big move. One of his snipers hit a canister with an incendiary bullet, causing it to superheat and explode. This may have been a distraction or a way of destroying evidence. Cops moved in to stop the theft. Falcone's men gunned them down. Then things turned grim. Possibly due to the psychoactive nerve agent. A cop ripped up a merc's face with his bare hands. And was put down. Same sniper, same type of bullet. Looks like Falcone's men got what they wanted and escaped. Have you located the shooter? No, but based on two impact trajectories, the canister and the dead cop, the shooter could only have a clear shot from there, or there. And would have contaminated himself with the phosphorus residue. Program the skimmers to pick up that signature. Right away, sir. Both targets could have been shot from here, but no phosphorus trace. Phosphorus spike. Clear vantage point. We have a winner. This is the right spot. So where did he go? Trace stops here. Then he
should be nearby. Found him. Das ist schnell gegangen. Dann welcome back. Ich bin jetzt gerade eigentlich ziemlich entsetzt da. My turn. Don't make me add your corpse to this graveyard. Falcone, why did you do this? I ain't telling you nothing. You can't make me talk. Relativ entsetzt, dass ich habe. I ain't telling you, Jack. You trying to scare a confession out of me? Beim Medi-Mobs ziemlich viel Steelbooks-Feed. Bones will. Unter 3 Euro. It's true what they said about you. You're a freaking animal. Na, irgendwie hatten stop. Filme früher tatsächlich was anderes. Das stimmt schon. You know you can bleed to death without ever spilling it. Heutzutage, ich weiß es nicht, ich finde es dann einfach so überproduziert. Es ist einfach nur mehr laut und kräftig und Explosion und da und dort und und Krach, aber es hat alles keine Seele. Ich glaube, die Trophy-Level auf der PlayStation haben keine Begrenzung. Da gibt es irgendeine Formel, mit der das errechnet wird, mit wie vielen Punkten man auf welches Level kommt und fertig. Someone must have heard us. Called the cops. We were told no witnesses. Why risk open war with the GCPD? Some kind of chemicals. Falcone wanted them. What are the chemicals for? We were paid to steal them, not ask questions. I start here and keep breaking until you answer. The chemicals! There's some kind of explosive! A weapon! I don't know! Falcone said he'd use them soon. Used where? That's all I know! I swear! I swear! Glaube dann nicht. You'll never hold a gun steady again. Oh, God. Jesus Christ. These are cops. Get an ambulance in here! Think I need to call the coroner instead. It's Montoya. Send the cleanup unit to the docks. Warehouse 133. Das schon. I was wrong. I'm gonna need that ambulance too. The hell's going on tonight, Lieutenant? Batman. You're taking this too far, Bruce. Alter, die komplette erste Staffel von Heroes in 2 Steelbooks auf 7 DVDs kostet 3,89 Euro. Das ist einfach das pervers. You assume the persona of a bat, but you're not an animal. You nearly killed a man tonight. Your parents didn't raise you this way. Ich kann's da nicht sagen. Es ist auch gut möglich, dass Sony ursprünglich die Begrenzung bei Level 100 hatte und nachdem er es dann erreicht hat, haben sie einfach weitergerechnet. Weil sie am Anfang nie geglaubt hat, dass irgendwer so krank ist und auf Level 100 überhaupt kommen kann. You must show the world the true nature of a Wayne. Giving everything to the city and then being murdered for it? My thoughts exactly. Every time you leave this cave. You're a good man, Bruce.
Good. Just like your parents. Don't lose that. I don't mean to be a doddering old fool on the subject. Trust me, I won't lose my way. It's quite understandable to stray from the path now and again, so long as you can find your way back. You bury the person, Bruce, but you never bury the memory. Sometimes I wish I could. That night, that alleyway, it made me who I am. I can't get it out of my head. That is your gift and your curse. Being Batman can allow you to turn back the tide of treachery that's reached this city's shores, or drown you in its sorrow. When you doubt your fate, remember why you started all this. Remember that boy in the alley. I won't forget. Neither will I. Remember why you started all this. Oh yes, right. I won Back into the fray again. Trophies. Wie gesagt, auch Alfred, also von den Looks like that Charakteren her finde ich egg das echt finally cool. cracked. And inside, Mayor Hill was hiding more than I could have imagined. This is a complete manifest of Carmine Falcone's criminal organization. What in the world was Hill doing with all this? Illegal arms dealing, drug running, mob hits, money laundering? This is an insurance policy. Hill could expose Falcone if he didn't play along. That would explain why he's never made a move against him. Sure as hell better than any bodyguard. Gamerscore bei der Xbox ist quasi dasselbe wie die Trophäen bei der PlayStation. Du kriegst halt statt Trophäen, kriegst du die Achievements. Und die Achievements haben immer einen Punktewert. Und dadurch ist das Ganze halt ein bisschen flexibler. Jedes Spiel hat 1000 Gamerscore-Punkte und die werden dann auf diese ganzen Achievements irgendwie aufgeteilt. Und da ist halt natürlich, je schwieriger das ist oder so, desto mehr ist dieses Achievement wert. Aber bei der PlayStation hast du ja nur Pro, Silber, Gold, die aber auch quasi einen Zahlenwert haben, nämlich 15, 30, 90 und eine Platin zählt dann noch einmal 180 dazu. Das heißt, du sammelst im Endeffekt auch Punkte und wenn du anschaust die PlayStation Leaderboards und so weiter, dann siehst du dort auch zum Beispiel bei PSNTL, siehst du auch angezeigt die Punkte und die werden ihm genau so errechnet. Also ich muss sagen, in Wirklichkeit ist es dasselbe, wobei mir persönlich einfach das Trophy-System lieber ist als das Gamerscore-System. Aber das ist einfach nur meine persönliche Vorliebe. This is a silver bullet. Ja, wie gesagt, finde ich auch. It's gonna put Falcone down once and for all. I don't even want to know where you got this. No, you don't. Still, I gotta know one thing. Why give this to me? Don't get me wrong. I appreciate the hell out of this. I heard you were the last honest man on the force. No need to blow smoke. I got enough cancer coming my way as it is. But thank you. Honestly. Knowing this evidence can lock up Falcone. I'll sleep like a goddamn baby. For once. You know, as much as I appreciate you calling me here, I gotta make one thing crystal. I can't be bought.
So you should know this isn't going to change a thing about the investigation of your family. The Waynes always supported the Gotham police. So I like to believe there's no cloaks or daggers hidden in your closet. There are no strings attached. I just want Falcone gone. PS Now, hilf mir ganz schnell, das ist dieser Streaming-Dienst, oder? Wo man Spiele streamen. Ja. Wie gesagt, ich bin Fan vom physischen Medium. Ich will Spiele wie auch Filme daheim im Regal stehen haben und es ist für mich einfach nichts wert, irgendwas nur digital irgendwie zu haben, aber es gibt leider sehr viele Spiele, die es sowieso nur digital gibt. Die kann man gar nicht auf Medium haben und von daher... Ich müsste mir mal wirklich anschauen, welche Spiele da drinnen sind, weil es kommt natürlich darauf an, ich meine, du zahlst immerhin, glaube ich, 17 Scheine oder so im Monat. Je nachdem, wie gut die Spiele sind, wie viele Spiele es sind, kann es sein, dass das Angebot das Ganze wert ist oder eben auch nicht. Die Idee an sich ist jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Muss sogar ich sagen. It's done. Bei Spielen sogar noch eher als bei Filmen, wobei halt natürlich bei den Spielen auch wieder die Sache ist, wenn du jetzt zum Beispiel Amazon Prime oder Netflix hast und zahlst deine, ich sage jetzt einmal 7 bis 10 Euro im Monat, wie viele Filme schaust du dir an für das Geld, wie viele Serien schaust du dir an? Wenn du jetzt aber fast das Doppelte davon für PlayStation Now zahlst, kannst du theoretisch auch so viel spielen, wie du willst. Aber wie viele Spiele wirst du in einem Monat spielen? Und wenn ich mir anschaue, was dann dort in erster Linie für alte Spiele und PS3-Spiele und so weiter drinnen sind, glaube ich ganz ehrlich, wenn du in den Amazon Marketplace gehst oder auf Willhaben oder ähnliche Plattformen gehst, kostet dich das im Endeffekt wahrscheinlich nicht viel mehr. Und du hast ein wesentlich größeres Angebot an Spielen. Du kannst dann nämlich exakt die aussuchen, die du haben willst. Wie gesagt, ich mache jetzt das Experiment, ich hau mir auf Willhaben. Alright. Let's find Falcone. Ich weiß ja, wo er ist. Es ist ein bisschen einfach. Da bist du. Oh. Da ist er. Ja? Schauen, ich will irgendwie auf den Typen schauen. Auf den. Darf er das nicht? Achso, da. Auf die Tür. That's the most heavily guarded door in the building. Gotta be Falcone's hideout. Well, it won't be as easy as ringing the doorbell. 4 armed guards. Stealth not an option. I'll put together a plan of attack. Stand by. Couple of options for taking this guy down.
Zum Beispiel, auf Willhaben kriege ich jetzt Uncharted The Lost Legacy um 25 Euro. Danke. This one might be tricky. Any ideas? I've got it covered, Al. Ja, die Steuerung ist so unpräzise, das ist unglaublich. Bruce, have you formulated your plan of attack? I'm going in. Very good, sir. Your turn to crash his party. CD. Downloadpreise sind für mich nicht aussagekräftig. Weil, wie gesagt, das sind halt alles Privatverkäufer. Ja? Wobei das Problem ist, in dem Fall wird nur ein bisschen ein Versand dazukommen, also im Endeffekt kostet schon 30er. Aber trotzdem. Easy was anderes. Show yourself! You got no goddamn right to be here! I will... The hell? Ja, ich glaube in dem Fall, da gehen schon noch ein paar mehr drauf. Immerhin steuere ja ich. Stay down, Falco. We can end this now. You got a lot to learn, kid. Hello, welcome back. Oui, oui. Explosives armed. Fire when ready. Der Sound hat aber jetzt nicht ganz hingehauen. Also dafür
Dafür habe ich vorher noch 1,5 GB Patch runterladen müssen. Answers now, or you fall. You wouldn't. All right. The chemicals. Where are they? What? I found your calling card at the docks. The White Rose. You think I wanted to lead you here? Yeah, something reeks about this whole thing. And it is a dead bat. Yeah. Still want to play games? We're all being played here, including you. Those chemicals you're so riled up about, they're mine, all right? But someone is trying to cut me out of the deal because I did not make that mess at the docks. Then who did? No, we're done. Gotham's watching now. Go ahead. Give him a show. I'll be walking free by tomorrow morning. Gotham. Na, leider. Oh, wait. What the hell are you? Sorry, Falcone. Also, sorry kann ich jetzt nicht unbedingt sagen. Spill it, Falcone, while you still can. It's the Waynes. They're behind all this. Bei gut, jetzt würde ich aus Protest schon nichts mehr sagen. You really want to take down crime? Well, the Waynes are the biggest gangsters in Gotham. Oh my God! Take him out! Bin ich jetzt gestorben? Habe ich nicht zugeschaut? Das wäre blöd. Das gefällt mir sehr gut. Das ist wirklich mein Lieblingsgeräusch beim Zocken. Tonight, the Skyline Club, a high-rise mafia hangout in downtown Gotham, was the arena for a clash between the notorious Batman and alleged mob boss Carmine Falcone, who was brutally wounded in the attack. Oh! Though I'd say the crime boss getting his is well overdue, Falcone has slipped through the law's grasp for years, but after this dramatic arrest and evidence released by the GCPD's Lieutenant Gordon, Falcone's going away for a long, long time. And speaking of newly uncovered criminal dealings, this brings me to the story everyone is talking about, the Wayne family. For generations, the big W on the Wayne Enterprises Tower was a reassuring sight. Da Horizon Zero Dawn, 25 Steine. That this city, for all its faults, was built by good people. But with Thomas and Martha's shining reputation called into question, we no longer have such assurances. And even worse, it seems the apple hasn't fallen far from the tree. Gotham's greatest son, Bruce Wayne, seen here in the company of gangsters, may be just as crooked as his parents. In his defense, Wayne fired back saying, "Fabricated these lies about my family, they will get what they deserve. Understood?" In a world where the Waynes, our golden family, are corrupt, who are we left with? Who can Gothamites look up to? The monster Batman? Only time will tell.
digging for the truth. But the prominent feeling throughout Gotham is that the Wayne's time in the sun is ending. The suit, the car, this entire cave. Master Bruce? Everything I built! I created all of this because I didn't want any more innocent people to die! If Falcone's telling the truth about my parents, then what the hell did we do this for? Bruce, What have you been hiding from me? Alfred! When your parents died, they left me as caretaker of their estate, their son, and their secrets. I would never betray them. Das war ein bisschen kurz Your für... parents were good people, Bruce. No matter what that thug Falcone told you. Then swear to me there's no truth to it. The evidence you brought me on Falcone held up. Maybe I misjudged you. Ciao. Batman's beating up mobsters too. Wonder who he's after next. Hell of a view. Bruce, the Wayne name is toxic. I have to do what's best for my campaign. What's best for Gotham. I have to distance myself. I will find the truth. Along with anyone who stands in my way. Ja, na gut, fangen wir halt an. Keine Ahnung, wie lange ich noch streamen kann, aber vielleicht sind ja noch ein paar Minuten drin. A revolution is knocking on Gotham's door. When this whole thing starts, make sure you're on the right side. Mr. Wayne, thank you for opening your house to us. Together, we will change Gotham. Harvey Dent, Gotham's next mayor, and eager to know you. Vicky Vale. Not interested. And reporter for the Gotham Gazette. Carmine Falcone? Is the Dent campaign soliciting votes from Gotham's biggest crime family?
Musik. Spiel. Ich glaube, er hat sie wieder aufgehängt. Was er ja irgendwie auch so gerne macht. Geil! So freut mich das. Na gut! Dann werde ich halt das Spiel und damit auch den Stream beenden müssen, weil das große Problem ist, aus irgendeinem Grund kackt mir der Stream jedes Mal komplett ab, wenn ich bei der PlayStation 3 ins Menü zurückwechsel. Das heißt, ich kann ihn nur vorher beenden. Sag aber trotzdem welcome back und danke an alle, die dabei waren. Wir sehen uns auf jeden Fall in den nächsten Tagen wieder. Bis dahin, ciao und guten Abend am Bett.